Konstantin! Ihr hättet verunglücken können! Konstantin kann gar nichts dafür. Das war alles meine Schuld. Irgendeine Seitenlinie bringst du zum Klingen. Ach. Robin, bitte. Ich habe wirklich eine Sekunde gedacht, dass es dir um mich geht. Eine Sekunde. Es geht um dich, es geht um uns. Du kotzt mich an, du Arschloch. Natürlich liegt mir was an dir. Sonst hätte ich bei diesem Hotelprojekt doch nicht gedacht, dass du mit mir... Dass wir beide gemeinsam eine Pleite hinlegen, oder? Es wird nicht passieren, die Sache ist bombensicher. Klar. Mit deinem Sohn als Architekt, weil er so schön billig ist. Ich hatte gehofft. Hey, baue deine beschissenen Luftschlösser ohne mich, ja? Warum bist du so stur? Weil dieser Typ ein egoistischer Feigling ist. Er hat seine Fehler eingesehen und will sich jetzt mit dir versöhnen und macht den ersten Es geht Schritt. nur um seinen beschissenen Hotelbau, verdammt nochmal. Und woher weißt du das so genau? Okay? Okay, ich rede noch mal mit ihm. Aber da hör mal ganz genau hin. Siehst du, immer wenn es ernst wird, verpisst er sich. Vielleicht meint er es diesmal trotzdem ehrlich mit dir. Coco, bist du blind? Konstantin kann wirklich nichts dafür, dass wir mit ihrem Wagen gefahren sind. Ich musste ganz dringend ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus? Ja, ich habe mir draußen im Park den Fuß umgeknickt und habe gemerkt, dass der bestimmt gebrochen ist. Da habe ich Paul bequatscht, mich mit dem Wagen zu fahren. Ach so. Naja, Konstantin war total dagegen. Ich habe ihn überredet. Mein Fuß tat so weh und ich wusste ja, dass Paul schon gut fährt. Aber mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen scheint sich dein Bruder offenbar noch nicht so gut auszukennen, oder? Es ist doch nichts passiert und es war wirklich ein Notfall. Wo ist denn der Gips? Der war nur verstaucht. Da hast du aber Glück gehabt. Und das Bußgeld zahle ich natürlich von meinem Taschengeld. Das übernehme ich. Da es sich hier ganz offensichtlich um einen Notfall handelt, werde ich noch mal beide Augen zudrücken. Konstantin, dass wir uns klar verstehen. Solange du keinen eigenen Führerschein hast, rührst du mir auch keinen Wagen mehr an. Ist das klar? ja. Gut. Kapierst du das nicht? Der Typ hat dich längst um den Finger gewickelt. Das ist ein Blender. Ich kapier nur eins, dass du deinem Vater gar keine Chance mehr geben willst. Der hatte schon 1000 Chancen, die hat er alle verspielt. Wie kann man bloß so nachtragend Ich bin überhaupt sein? nicht nachtragend, ich bin lernfähig und ich habe keinen Bock, mich hier zutexten zu lassen. Lasst euch von mir nicht stören, ich bin schon weg. Jana, du kommst genau richtig. Es geht um unseren Erzeuger. Weißt du, Coco ist voll auf seine Masche reingefallen. Robin, mein neues Projekt, das mache ich doch nur, um wieder bei meinen Kindern sein zu können. Wie oft haben wir das schon gehört? Viel zu oft. Unser Vater verspricht uns regelmäßig das Blaue vom Himmel. Ja, und dann macht er sich wieder aus dem Staub. Glaubst du Jana wenigstens? Ich habe ja begriffen, dass er euch ziemlich wehgetan hat. Aber du willst das einfach nicht sehen, dass es ihm wirklich leid tut. Er kommt doch nicht zum allerersten Mal so reumütig wieder angekrochen. Menschen können sich aber auch ändern. Ach ja, so wie Kevin, ne? Der war auch immer ganz lieb und nett, bevor er dich wieder verarscht hat. Das ist übrigens super, wie du zu mir hältst. So eine Freundin braucht man. Ein für alle Mal. An diesem Schreibtisch hast du nichts zu suchen. Irgendjemand muss sich um die Geschäfte kümmern. Wenn du glaubst, du kannst meine momentane Schwäche ausnutzen. Ich wollte dir einen Gefallen tun. Aber bitte, wenn das nicht gewünscht ist. Meinst du, ich durchschaue dich nicht?
Dir geht es doch nur darum, in der Holding so schnell wie möglich wieder nach oben zu kommen. Aber noch bestimme ich hier. Bestimmen, ja? Das Einzige, was du noch tust, ist doch deine Wut über Cecile und Leo in uns auszulassen. Du schlägst nur noch um dich und merkst dabei gar nicht, wer wirklich noch zu dir steht. Ich weiß jedenfalls ganz genau, auf wen ich mich nicht mehr verlassen kann. Sauf dich doch einfach wieder. Vorsicht. Was stehst du hier eigentlich blöde rum? Meinst du, die Sache ist jetzt gegessen? Klar, nach deinem Auftritt eben. Johannes muss nur noch sagen, dass er sich nicht an den Fahrer erinnert und Paul und ich sind aus dem Schneider. Also, dass wir so locker da rauskommen, hätte ich echt nicht gedacht. Glück gehabt. Aber was ich immer noch nicht verstehe, ist, warum du die ganze Schuld auf dich genommen hast. Das hätte nach hinten losgehen können. Dein Vater wäre auf mich nie so sauer wie auf dich. Ich weiß ja, wie das läuft. Ich habe eine Mutter, die auch dauernd rumnervt. Johannes ist eigentlich ziemlich cool. Genau wie du. Das fand ich echt super von dir eben. Musst du schon gehen? Meine Mutter. Verstehe. Und wirklich keine Zeit mehr für ein kleines Dankeschön? Naja, vielleicht ein bisschen noch. Joghurt, Eier, Salat, Orangensaft, Wasser, Brot. Brauchen wir sonst noch was? Ach, du fährst einkaufen, das ist wunderbar. Ich muss nämlich gleich zum Steuerberater. Joghurt, ganz dringend. Joghurt ist längst notiert. Hallo, Paul. Ach, Aufschnitt. Sonst beschwert sich Arno wieder, dass seine Enkel ihm alles wegessen. Der lässt uns doch nie was übrig. Aha. Tschüss, macht's gut, bis später. Bis später. Sag mal, hast du Lisa nicht mitgebracht? Nein, die sind auf Königsbrunn. Ja, und wann will sie ihre Hausaufgaben machen? Bestimmt erst, wenn sie alle Filme voll hat. Mit gut aussehenden Jungs vor alten Kulissen. Sag mal, dieser Luca, wohnt der nicht auch auf Königsbrunn? Gutes Gedächtnis. Besser als meins. Nimm es nicht persönlich. Im Augenblick liegen hier nur bei jedem die Nerven blank. Ich weiß, aber... Ansgar! Ansgar, wo willst du denn hin? Ich habe eine Verabredung mit einem Sandsack. Noch lieber wäre mir allerdings ein paar Runden mit Leonard. Jedenfalls steht mir nicht der Sinn nach irgendwelchen Tipps von einer alten Freundin. Deswegen bin ich auch gar nicht hier. Ich wollte mich eigentlich nur auf einen geschäftlichen Termin vorbereiten. Na schön. Dann ist es ja nicht weiter schlimm, wenn ich mich jetzt verabschiede. Nein. Du müsstest nur den Termin für den Gourmet-Service allein wahrnehmen. Wird sicher spaßig mit einem spanischen Weingüter, der kaum Deutsch spricht. Dieser Termin mit diesem Sanchez. Das habe ich völlig vergessen. Sei doch bitte so nett und sag ihn ab, ja? Ach ja, aus familiären Gründen? Der Mann kommt extra aus Madrid hierher geflogen. Dann lass dir halt irgendwas einfallen. Das ist nicht unbedingt die Art, wie man mit alten Geschäftspartnern seines Vaters umgehen sollte. Mist. Der Alte lässt sich gehen und ich vergesse hier schon die wichtigen Geschäftstermine. Ja, du kannst dir sicherlich vorstellen, dass mir im Moment nicht der Sinn nach dem Austausch von Höflichkeiten steht. Ansgar, du hast mein vollstes Verständnis. Trotzdem hätte ich dir etwas mehr Professionalität zugetraut. Du willst doch auch noch einen, oder? Schmeckt super. Wie heißt das nochmal? Frullati. Ist so ähnlich wie Milchshake, nur italienisch. Und das Rezept hast du aus Verona? Ja, meine Tante hat's mir beigebracht. Vermisst du Italien nicht? Manchmal. Du bist wenigstens freiwillig hier in Deutschland. Aber meine Rückkehr hatte ich mir auch anders vorgestellt. Johannes ist total fertig. Dann stimmt das wirklich? Dein Bruder und deine Stiefmutter? Nach außen versucht er sich nichts anmerken zu lassen, aber ich habe echt Schiss, dass er das alles nicht packt. Außer Nico und mir zopft sich im Moment jeder mit jedem. Und plötzlich geht die ganze Familie kaputt. Kenn ich gut. Ist ja ein Zufall. Schon wieder. Tja, hier läuft man sich immer irgendwie über den Weg.
Ich muss mich noch bedanken. Ja, ja. Sie kennen mich kaum, haben wahrscheinlich eine Menge böse Geschichten über mich gehört und setzen sich trotzdem für mich ein. Unser Gespräch gestern in Blue Eyes. Meinen Sie es wirklich ehrlich mit Robin? Das tue ich. Und ich habe eine Menge wieder gut zu machen. Und er sperrt sich total dagegen. Ist ja auch irgendwie verständlich, oder? Kann ich einen Kaffee haben? Ja, klar. Als meine Frau starb und ich war plötzlich mit den 3 Kindern alleine. Ich hatte keine Kraft, das alleine durchzuziehen. Auch wenn Sie nicht Ihr richtiger Vater sind. Warum haben Sie Nico im Stich gelassen? Ich weiß, ich hab da komplett versagt. Kein Wunder, dass Robin kein Vertrauen mehr zu mir hat. Ich glaube, das hätte er gern. Aber er hat einfach Angst, wieder verletzt zu werden. Aber vielleicht kann ich ja noch mal mit ihm reden. Das ist lieb gemeint, aber ich glaube nicht, dass das viel bringt. So, bitteschön. Danke. Stimmt so. Bitte, ich möchte nicht, dass Sie sich meinetwegen mit Robin streiten, okay? Schon okay. Ich finde, Robin kann stolz sein auf seine Freundin. Dafür sollen wir also 15 € die Flasche hinlegen? ¿Qué dice? Der Preis ist seit 3 Jahren gleich geblieben. Wale. Naja, bei einer größeren Bestellmenge sollten wir sicherlich bessere Konditionen vereinbaren können. No hay problema. Mit Ihrem Vater, ich konnte immer einig werden wegen las condiciones. Na, dann werden wir das ja sicherlich auch schaffen. Sí. Und warum auch nicht mit Sohn von Don Johannes? Su padre es uno de los comerciantes más competentes y leales que conozco. Don Johannes ist einer der fairsten und kompetentesten Geschäftsmänner, die ich kenne. Großartig. Discúlpenme. Wo kann ich telefonieren? Tranquilamente. Wir können einfach vor die Tür gehen. Afuera, por favor. Gracias. Du kannst froh sein, dass er nicht alles versteht. Ich brauche mir doch ohnehin keine Mühe mehr geben. Die Fairness und Kompetenz von Don Johannes haben ihn doch ohnehin schon schwer beeindruckt. Soll ich dann ab jetzt korrekt übersetzen? Okay. Ich versuch's mal weiter mit der höflichen Version. Hm? Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich sehe das alles viel zu schwarz. Irgendwann kriegen die sich eh wieder ein. Bestimmt. Ja. Sorry, jetzt habe ich dich die ganze Zeit voll gelabert. Stress zu Hause ist aber auch echt das Schlimmste. Ja. Naja, solange man gute Freunde wie dich hat, bei denen man sich auch mal ausquatschen kann. Oh, bei der ganzen Familientragödie habe ich die ganze Milch aufgebraucht. Sollen wir noch schnell neue kaufen? Hier gibt's auch bestimmt in der Nähe einen Supermarkt. Ach nee, lass mal. Auf dich kann man sich aber echt verlassen. Das hat Luca bestimmt auch schon gemerkt. Wieso? Ich dachte, da läuft was zwischen euch. Mist, ich hätte schon längst zu Hause sein sollen. Soll ich den Chauffeur fragen, ob er dich fahren kann? Hallo, ihr beiden. Hab ich's doch gewusst. Die Küche war schon immer Konstantins Lieblingsplatz. Was machst du denn hier? Ich war in der Nähe und da dachte ich, da könnte ich dich gleich mitnehmen. Dass Lisa so spät ist, ist nicht ihre Schuld. Sie wollte schon vor über einer Stunde gehen. Dann spart sie sich den Weg zur Bushaltestelle. Muy bien. Sabía que hacer negocios con usted iban a ser igual de agradables que con su padre. Ausgezeichnet. Ich wusste, dass Geschäfte mit Ihnen genauso viel Spaß machen würden wie mit Ihrem Vater. Na, großartig. Dann sind wir im Geschäft. Entonces estamos de acuerdo? Gibt es da noch una bagatela mínima? Ach, Bagatellen räumen wir auch noch aus dem Weg. Sie und Don Johannes verstehen gut miteinander? Sicher. Auf einer geschäftlichen Basis? Muy bien. Ich wusste, Geschäfte mit Ihnen machen sind agradables. Senor Sanchez wünscht im Gegenzug einen speziellen Kredit von eurer Bank.
Er will unserem Geschäft nur zustimmen, wenn ich Johannes um Sonderkonditionen bitte? Genau das. Ja, dann kann mich mal. Eher beiß ich mir die Zunge ab. ¿Qué dice? El conde tiene que pensarlo un momentito. Ich habe ihm gesagt, dass du noch mal einen Moment darüber nachdenken wirst. Also ich weiß gar nicht, was du hast, Robin. Sonne, Karibik, Strand, Palm, Hotel aus St. Lucia klingt doch geil. Ja, wenn die Idee nicht von meinem Vater wäre. Ja, kleiner Nachteil zugegeben. Ja, der braucht nur einen billigen Architekten. Abgesehen davon hat er bisher alles, was er angepackt hat, in den Sand gesetzt. Trotzdem kann ich Coco auch verstehen. Ich meine, sie hat sowieso ständig Fernweh. Und du als Architekt, du hättest ja garantiert sogar ein eigenes Dienstmädchen. Das heißt, Putzen und Aufräumen wäre auch noch inklusive. Hey, setzt du Coco nicht auch noch flöhen so? Die frisst mein Vater eh schon aus der Hand und hält mich für stur und nachtragend. Das ist Cocos Handy, oder? Ja, ich sag ja, die bräuchte auch mal dringend ein Dienstmädchen. Coco, dein Handy! Geh du mal ran, bitte. Danke. Robin, Cocos Handy? Hallo? Nee, die kann jetzt gerade nicht. Soll ich irgendwas ausrichten? Ach, Tom vom Nouveau Son Festival. Ja, richtig aus. Ah, da kommt sie gerade. Tom? Tom, schön, dass du dich meldest. Was, wo bist du gerade? In Kroatien? Schon wieder? Ist das geil. Ich grüße a su padre. Ja, vor dem werde ich deinetwegen sicherlich nicht am Boden kriechen. Graf Lahnstein meint, grüßen Sie Ihre Gattin ganz herzlich. Saludos a su esposa. Adiós. Adios. Ja, und Sie mich auch. Verdammt nochmal. Sanchez wäre der ideale Geschäftspartner für unseren Gourmet-Service gewesen. Warum habe ich den Termin heute Nachmittag nicht einfach abgesagt? Am Samstag hättest du dir auch nur die Hand verstaucht. Ja, wahrscheinlich. Komm, du hast doch alles versucht. Und du hattest Sanchez doch beinahe dort, wo du ihn haben wolltest. Ja, aber beinahe zählt in diesem Geschäft nicht. Das lag nicht an dir. Er ist ein ganz zäher Brocken. Ja. Don Johannes hätte diesen zähen Brocken sicherlich weich gekocht. Ja klar, schon allein, um dich zu ärgern. Ja, wahrscheinlich. Sag mal, meint es Sanchez nicht, der Wein sei ganz hervorragend? Kann doch sein, wie er will. Den Tag rettet er halt auch nicht mehr. Probier es aus. Was hast du denn noch zu verlieren? Versprochen, das nächste Mal rufe ich dich an. Ja, vielleicht treffen wir uns ja auch noch mal. Sag mal, auf welcher Insel bist du gerade? Auf Rapp oder auf Krieg? Ja, im Moment läuft auch genug in der Szene. Klar, mach's gut. Ciao, Tom. Ach nee, jetzt nicht auch noch eine Eifersuchtsszene. Wie kommst du denn darauf? Gibt doch gar keinen Grund dazu, oder? Nein, Tom ist nur ein Musikfreak, den ich in Südfrankreich kennengelernt habe. Ja, ich find's auch völlig in Ordnung, wenn du Leute kennenlernst, die um die Welt schicken. Gib's doch zu, darum geht es dir gar nicht. Worum soll es mir denn gehen, Miss Globetrot? Du bist immer noch sauer, weil ich deinen Vater verteidigt habe. Ich bin doch nicht nachtragend. Außerdem, ich meine, ich kann niemandem vorschreiben, ob er in die Karibik oder sonst wohin will. Schon gar nicht meiner Freundin. Seit wann habt ihr Bier im Büro? Seit du für mich dolmetschst. Ich weiß ja, dass du lieber mit Bier als mit Wein auf einen erfolgreichen Geschäftsabschluss anstößt. Ja, zur Not trinke ich auch ohne besonderen Anlass mit einem alten Bekannten. Sanchez hat nicht übertrieben. Sein Wein dürfte wirklich zum Besten in Spanien zählen. Aber er ist nicht der einzige herausragende Produzent dort. Und auch nicht der einzige, der gern mit dir ins Geschäft kommen würde. Mit Bier auf die erfolgreichen Abschlüsse der Zukunft? Habe ich das Sanchez gerade falsch verstanden oder trinkst du jetzt auch schon auf geplatzte Geschäfte? Oh, du hast ihn also noch getroffen? Und ich habe ihn schon in besserer Stimmung erlebt. Wie schön, dass du dir wenigstens die Laune nicht verderben lässt. Du hast doch sonst immer eine gute Nase dafür, wie man aus einer Sache den meisten Profit zieht.
Aber mich in dieser Angelegenheit zu konsultieren, hätte dir sicherlich einen Zacken aus der Krone gebrochen. Vater! Das bringt doch nichts. Das lasse ich mir nicht bieten. Auch nicht von ihm. Ganz genau. Jetzt reicht's wirklich für heute. Danke für deine Hilfe. Worauf wartest du denn noch? Fang endlich an mit deiner Strafpredigt. Das hätte ich längst im Auto tun können. Warum glaubst du eigentlich immer, dass ich ungerecht zu dir bin? Weil du immer hinter mir herschnüffelst. Konstantin hat mir bei meinem Fotoprojekt geholfen. Und danach haben wir einfach noch ein bisschen gequatscht. Das ist nicht der Punkt. Wenn du dich verspätest, könntest du wenigstens anrufen. Und was willst du jetzt machen? Mir wieder Hausarrest aufbrummen? Wie soll ich dir vertrauen, wenn ich mich nie auf dich verlassen kann? Das kann dir doch egal sein. Das Einzige, was für dich noch wichtig ist, ist dieser neue Typ. Das stimmt nicht und das weißt du ganz genau. Außerdem hat Jens mit unserem Streit überhaupt nichts zu tun. Lass mich! Du bleibst hier. So kann es zwischen uns nicht weitergehen. Ach, wie ich das Gefühl liebe, nach einem erfolgreichen Tag die Holding hinter mir zu lassen. Ja, man sieht dir auch an, dass du für diesen Erfolg hart kämpfen musstest. Ah, sei ruhig ehrlich. So wie ich aussehe und wie ich nach Fusel rieche, kann ich auch unter den Pennern im Park abtauchen. Spinner. Tut mir übrigens leid mit dem Weinfleck. Ach, ich werde auch diesen Schlag überleben. Jetzt freue ich mich erstmal auf eine schöne Dusche und dann... Oh nein. Was ist denn jetzt los? Nicht schon wieder. Ja, es liegt bestimmt an deiner Ausstrahlung. Die könnte nämlich ein bisschen positiver sein, denn Aufzüge sind sensible Wesen, Ansgar. Mann, ich habe neulich erst die ganze Nacht in diesem Mistding verbracht. So schlimm wird's diesmal nicht werden. Dafür hast du ja mich. Hallo? Hören Sie mich? Wir sind stecken geblieben. Wir haben uns mal so gut verstanden, Lise. Aber inzwischen? Du erzählst gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, was in dir vorgeht, was dich bedrückt. Ich mache mir Sorgen. Ich bin kein kleines Kind mehr. Das ist mir auch klar. Ja, und was sollte dann die Aktion vorhin auf dem Schloss? Kommst da reingeschnallt wie eine alte Glucke. Weißt du eigentlich, wie peinlich mir das war? Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich dich mit einem Jungen im Bett erwischt. Und dieser Luca wohnt rein zufällig auf Königsbrunn. Jetzt raff ich's erst. Du denkst, ich hätte mich mit Luca getroffen? Ja und? Hast du etwa nicht? Nein! Du wolltest also nicht da weitermachen, wo ich euch letzte Woche unterbrochen habe? Kapier's doch endlich. Zwischen Luca und mir läuft überhaupt nichts. Und wenn du es genau wissen willst, ich bin in Konstantin verliebt. Das interessiert mich nicht. Ich dachte, dieser Fahrstuhl ist frisch gewartet. Ach, was auch immer. Holen Sie uns einfach hier raus, ja? Selbstverständlich, Herr Graf. So schnell es geht. Naja, bei deinem Glück kann es sich ja nur um Stunden handeln. Ach, dann findest du also auch, dass ich schuld bin an diesem katastrophalen Tag? Ja, wer denn sonst? Noch nicht mal an den restlichen Wein und das Bier hast du gedacht. Da hast du recht. Tja, dann bleibt mir wohl nur noch eins übrig. Mach nicht solche Witze. Wer sagt denn, dass das ein Witz ist? Hör auf damit. Fällt dir denn nichts Besseres ein? Dir vielleicht?